Ja, wir haben hier den Flügel der Kuhkarte 34, die bei der Brass in Bremen gebaut wird. Und wir machen hier einen Montageversuch. Darum sieht man hier die besondere Vorrichtung. Das sind nicht die Originallager. Und ich möchte ein bisschen was zum Rotor erzählen, wie der aufgebaut ist. Es ist so, dass der Wind von dieser Seite kommt. Der Wind weht auf den Rotor zu und dann fängt er an, sich zu drehen. Bei der Drehbewegung und der Windbewegung zusammen werden die Flügel so angeströmt. Und dann macht die Wölbung Folgendes, wie bei jedem Vogel und beim Flugzeug auch. Sie erzeugt hier eine Kraft und die Kraft zieht die Flügel so rum. Und das Ganze 12 Mal. Wir haben hier 12 Flügel. Die Flügel haben wir so konstruiert, dass sie ganz leicht auch in Entwicklungsländern nachgebaut werden können, wenn man eben über eine Metallwerkstatt verfügt. Das sieht man allein schon daran, dass wir hier zum Beispiel so einfache Bügel genommen haben und hier hinten auch nur einfache Schrauben, die man überall erhalten kann. Desgleichen ist es wichtig, dass dieser Rohrholm hier, dieser Holm, nicht geschwächt wird. Das ist die Aufgabe dieses Bügels. Wir haben hier keine Bohrung gemacht, zum Beispiel von der Konstruktion her, damit dieses Rohr tatsächlich die starken Kräfte aushalten kann, die es sonst verbiegen würde oder abbrechen würde. Die Flügel selbst werden so befestigt, dass sie hier zwischen die beiden Platten der Nabe gespannt werden. Die eine Seite ist dick, die ist dann auch verschweißt mit der Nabe, mit dem Nabenstück, das auf die Rotorwelle gesteckt wird. Die andere Platte ist nur 4 mm dick, im Gegensatz zu diesen 10 mm. Und so wird mit diesen Schrauben werden die beiden Platten aufeinander zugedrückt und klemmen damit diese Flügel ein. Insofern können wir sie genau justieren. Gleichzeitig hilft dieser Ring auch noch, dass dieses Justieren gut klappt. Damit die Flügel nicht wegfliegen können und rausrutschen können, sind hier hinten nochmal Schrauben, die sind an diesem Holm- oder Rohrende montiert und verhindern eben, dass die Flügel durch die Fliehkraft verschwinden können. Das ist so das Grundprinzip des Rotors, dass man eben mit möglichst einfachen Mitteln einen sehr, sehr effizienten Rotor bekommt. Ja, hier haben wir weitere Bauteile der Anlage. Und zwar ist das hier das Rohrstück, das die ganze Anlage nachher trägt. Dieses Rohrstück wird auf den Mastkopf draufgeschoben und muss sich dann natürlich drehen können. Wenn der Wind die Richtung wechselt, muss die ganze Anlage ja auch drehen können. Und darum haben wir hier ein Gleitlager. Das ist ein anderes Material, wie man sieht, entweder Messing oder Bronze. Und dieses Material ist besonders geeignet, wenn man es dann noch ein bisschen einfettet, dass es dann also Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte lang hält. Einmal müssen ja die Kräfte aufgefangen werden, damit die Anlage nicht so kippt, damit das schön in dieser Richtung fest ist, und zum anderen wiegt die Anlage ja auch was. Und das ist dann hier dieses zweite Lager. Die Platte hier unten ist nur zu Montagezwecken, aber das sind dann die Flächenelemente, die dafür sorgen, dass die Druckkräfte, mit denen die Anlage auf den Mastkopf oben drückt, dass hier auch eben Gleitmetall ist, das ist auch wieder Bronze oder Messing, das kann man verschieden aussuchen, das dafür sorgt, dass der Druck der Anlage hier durch dieses sogenannte Axiallager aufgefangen wird. Windböen bis zu 50 Metern pro Sekunde, das ist absolut Orkanstärke, kann die Anlage überleben. Und selbst wenn die Schaden nehmen würden, kann man sich ja schon selbst vorstellen, wie schnell man die reparieren kann.